Moin Moin und herzlich willkommen aus Miniatur Wunderland. Heute Abend wollen wir zusammen Geschichte schreiben und zwar um 20:15 Uhr auf Kabel 1. Kleine Rückblende, vor fast einem Jahr hat Kabel 1 um 20:15 Uhr an einem Sonntagabend ein Special 20 Jahre Wunderland gebracht und keiner hat damit gerechnet. Wir haben den Senderrekord damit aufgestellt. Das war Wahnsinnsthema Nummer 1 bei allen deutschen Sendern hinterher und Kabel 1 hat sich natürlich sofort gesagt, da legen wir nach und hat wirklich wochenlang bei uns gefilmt, hat den Endspurt Rio de Janeiro gefilmt, erzählt diese ganze Geschichte, die wir da erlebt haben, ein Drama um Rio, das wir vor 3 Jahren zusammengebaut haben mit Familie Martinez in Buenos Aires, angefangen haben, Rio zu bauen. Es hat wunderbar funktioniert. Unsere Modellbauerinnen waren da unten und es hat einfach Spaß gemacht. Und dann kam eine Pandemie. Wir mussten ganz schnell alle Leute zurücknehmen und Familie Martinez musste alleine in Buenos Aires Rio de Janeiro weiterbauen. Und wir haben hier zugeguckt, haben Ratschläge gegeben, haben uns ausgetauscht, haben angefangen, hier den Karneval selbst zu bauen. Und am Ende musste dieses ganze Puzzle zusammengefügt werden. Und ob das geklappt hat, das seht ihr heute Abend um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit auf Kabel 1. Es ist ein Mega-Film geworden. Wir würden uns also wahnsinnig freuen, wenn ihr ihn anschaut. Und einen kleinen Vorgeschmack, den bekommt ihr schon mal jetzt. Sehnsuchtort Rio de Janeiro. Die traumhafte Metropole am Zuckerhut. Lebensfreude pur, auch im Miniaturformat. Ach, die Christusstatue. Es riecht nach Heimat. Das Rekordprojekt Rio. Für Frederik und Gerrit Braun, die Gründer des Miniatur-Wunderlandes, das bislang größte Abenteuer. In 4 Wochen wollen sie die spektakuläre Welt als neues Highlight eröffnen. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in Südamerika. Die Illusion ist perfekt. Das ist ja wirklich Stimmung pur, die man übertragen möchte. Da kann man nicht einfach nur eine Figur bewegen und dann hat man Karneval. Nur noch 1 Monat bis zur Eröffnung. Das möchte ich mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn ich hier daneben trete. Also wirklich, für so ein Projekt braucht man auf gut Deutsch echt Eier. Der Countdown läuft. Mehr als 20 Millionen Gäste haben die größte Modelleisenbahn der Welt schon besucht. Fast 1 Million Stunden Arbeit und rund 37 Millionen Euro stecken in den atemberaubenden Landschaften. Das Miniatur-Wunderland in Hamburg, die beliebteste Touristenattraktion Deutschlands. Wir treffen prominente Fans und Wegbegleiter. Sie erleben und kommentieren exklusiv die Entstehung der neuen Rio-Welt, die ein komplett neues Zuhause bekommt. Erstmals expandieren die Gründer in ein neues Gebäude. Ich würde mir einfach wünschen, und ich bin mir ja wirklich fast sicher, dass sie das erreichen werden, dass so dieser Grundgedanke von Rio, dieser Flair, den man aus Rio so kennt, ne, den man mitbekommt, dieser Spirit, dass sich der nachher transportiert. Im Sommer 2020 wagen Frederik und Gerrit Braun den Brückenschlag in die Zukunft. Sie lassen in der Hamburger Speicherstadt auf eigene Kosten eine Glasbrücke errichten. Die 38 Tonnen schwere Brücke verbindet die alte mit der zukünftigen Welt des Miniaturwunderlandes zentimetergenau. Kosten rund 1 Million Euro. Also natürlich, die haben Bums-Vertrauen in das, was sie tun. Die wissen, was sie tun. Und deshalb ist eben auch eine Expansion absolut nachvollziehbar. Die Gründer des Wunderlandes haben 2018 im neuen Speicher weitere 3000 Quadratmeter Fläche angemietet, um hier neue Welten von Südamerika bis Asien zu bauen. Es ist ein Wagnis. Der Speicher verursacht erst einmal nur Kosten. Deswegen wollen sie Rio in Rekordzeit errichten. Doch zunächst gibt es nur eine Animation, denn die Dimensionen sind enorm. 50 Quadratmeter, 20.000 Bäume, 500 Häuser, meterhohe Berge. Die Copacabana, die Favela, der Karneval. Jedes Detail und natürlich das brasilianische Lebensgefühl wollen die Macher zu 100% authentisch nachbilden. Wir stehen hier mitten in der Zukunft des Wunderlandes. Hierfür haben wir, glaube ich, 15 Jahre gekämpft. Das ganze Wunderland bisher ist ja drüben auf der anderen Seite. Und diese Brücke, die das beides verbindet, die war möglich, nicht möglich, möglich, nicht möglich. Dann kam Weltkulturerbe, Denkmalschutz und heute ist sie fertig. Und jetzt sind es nur noch wenige Tage und dann kommt der erste Besucher von der anderen Seite hier rüber. Wow, also Sie haben nicht nur ein Modell fertigzustellen, sondern auch einen komplett neuen Bereich mit 3000 Quadratmetern, ne? Aber ich finde es toll, dass sie immer weitermachen. Also, dass sie sich jetzt nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und sagen, das Ding läuft und wir können uns zurücklehnen. Nein, da ist immer noch dieser Pioniergeist, mehr zu erschließen, wieder was Neues zu bieten. Und das ist natürlich auch der Anreiz für jeden Besucher, wiederzukommen.
Um eine südamerikanische Welt bauen zu können, muss man sie verstehen und erlebt haben. Deswegen erschaffen die Hamburger eine neue Welt erstmals nicht komplett selbst. Rio entsteht ab 2018 in Buenos Aires. Die einzelnen Rio-Module schicken die Argentinier in Kisten und per Schiff ab Juni 2021 nach Hamburg. Das Team von Frederik und Gerrit muss jetzt im neuen Speicher das Puzzle aus 40 Kisten zusammenfügen. Dafür haben sie nun noch 4 Wochen Zeit. Es ist wie immer vor der Öffnung eine Riesenherausforderung. Es ist Zeitdruck ohne Ende. Jetzt in der kurzen Zeit hier hat man das Gefühl, können wir das gar nicht fertigstellen, aber wir haben es ja meistens geschafft. Und große Herausforderungen kennen wir ja, ne? Ja, wir lieben das eigentlich. Also diesen Druck, den braucht man eigentlich. Rekordprojekt Rio. Noch 4 Wochen. Anfang November 2021. 4 Wochen vor der großen Eröffnungsfeier trifft endlich die entscheidende Kiste aus Südamerika ein. Monatelang haben sie in Hamburg auf das Herzstück des neuen Rio-Abschnitts gewartet. Die Favela. Ist alles unbeschadet angekommen? Entspricht der Abschnitt den Vorstellungen der Hamburger? Der große Moment. Das ist jetzt ein spannender Moment. Wir kennen es von Fotos und keine Ahnung, ob das jetzt genauso ist in der Tour, wie wir uns das vorstellen. Ich bin mega aufgeregt. Ob das die richtige Entscheidung war, das sehen wir jetzt. Also ich glaube wirklich, der Moment des Kistenöffnens, ne? Wenn du dir nicht sicher bist, ist es wirklich so geworden, wie wir das auch haben wollten. Ich glaube, das ist so spannend. 6000 Stunden haben die Argentinier allein am Modell der Favela gearbeitet. Die Kopie des armen Viertels soll genauso aussehen wie das Original. Ist das gelungen? Also ihr seht schon, 6 Minuten sind nicht in der Lage, wiederzugeben, was wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, was für ein Wechselbad der Gefühle das war und wie das alles am Ende zusammengepasst hat. Das mussten wirklich 90 Minuten werden. Die sind toll geworden und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr die zusammen heute Abend schaut. Und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, dann erzählt ihr das noch ein paar Freunden, damit die Einschaltquote richtig gut wird. Danke euch, macht's gut.